Hallo und willkommen zurück zu Kathy Rain im Dachboden. Gut, dann wollen wir uns mal den Aktenkoffer anschauen. Ah ja. Gut. Nope, that's not it. That's not it. Mathematikbuch. Ja. Primzahlen Fibonacci. Und Pi. Ich wüsste aber nicht. A leather briefcase sealed by a combination lock. Nope, that's not it. Nope, that... Ich bin ein bisschen so irgendwie, ich weiß nicht. Diktiergerät untersuchen. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. Das Note wären to ja self. auch Remember, the perfect bouquet consists of 3, 3 red roses, a blue 4, violet, 6. and 2 yellow tulips. Das wären ja dann 6 Zahlen. Und wir haben Mathematikbuch lesen. 3 rote Rosen. Hat er jetzt Reihe 3? Eine, das wäre ja nur die 1. Ja, okay. Komm, wir probieren es mal. Wir schauen mal. Und zwar 3 rote Rosen, das wäre die 17. Ein besonderes Pfeilchen 17, 1 und ja, 3, 1. 1. 3, 1. Nope, that's not it. Ja, gute Frage. Die Kassette können wir noch entfernen. Können uns eine rauchen. Kirchenbroschüre, komm, wir schauen uns die mal an. Kombinieren mit... I have no idea why this isn't at the bottom of the closest trash can yet. Maybe because it looks like it could serve as half-decent toilet paper. Not that I need yet another reason for the Lord to strike me down. Ja, das sehe ich auch so. Not now. Nicht jetzt. Gut. Ja. Nope, that's not it. Warte mal, 6 Zahlen. 3. Nee, angucken. 2, 3, 5, 1, 3, 1, 2, 3, 5. Ich denke mal einfach jetzt, das sind 6 Zahlen. Der sagt 3 rote Rosen, die bei der 3, bei dem roten 2, 3, 1. Was hatte ich gesagt? Jetzt habt ihr mich wieder rausgebracht hier. 2, 3, 1, 1, ne? Ja, 1 und dann 3, 1. Weil er gibt ja dann 6 Zahlen. 2, 3, 1, 1 und 3, 1. Ja, gut. Nope, that's not it. Ist es auch nicht. Aber das sagt er doch, ne? Der sagt doch 3 rote Rosen, ein blaues Pfeilchen. I've been working on my research in the attic at night. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, 3 rote Rosen, einem blauen Pfeilchen und 2 gelben Tulpen. Gut. Die 2 gelben Tulpen. Wären ja dann 2 Zahlen, 3, 1. Habe ich hier auch 3? Ja. Was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Katie, hilf mir doch mal, Mensch. 2, 3, 5. 2, 3, 5. 1. Ah. Yes. Das hat auch geklackt. So. Hui. Gut. Umschlag. Umschlag ist das Einzige, was ich hier drin finde. A thick yellow envelope. Ah ja. Thick yellow envelope. Schön. So, jetzt haben wir den Umschlag genommen und wir können ihn uns doch mal It's the anschauen. envelope I found in the briefcase. Ja, genau. Gut. Let's Umschlag see what's öffnen. in here.
There were 2 pictures, a newspaper clipping, a key, and a tape inside. Ach du meine Güte. Gut, Mikrokassette. Looks Bild anschauen. overexposed. I can't make much out. I think I see trees in the background, but most of the picture is just bright white. Okay. Das könnten wir jetzt noch kombinieren, bla 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 bla. Was haben wir Grandpa hier? in uniform with 2 other men. Something is handwritten on the back. Flight training. McConnell Air Force 1941. Base. 1941. Aha. Einen neuen Eintrag. Gut, dann haben wir hier noch einen Tragic Zeitungsausschnitt. drowning in Conwell Springs. In early morning on Sunday the 14th, a teenage girl found dead near Conwell Lake. The girl is survived by her mother, father, and younger brother. The funeral service will be held at Conwell Cemetery on the 21st of July. The notice is dated July 15th, 1975. Tragic story. I wonder why Grandpa saved this. Ja, und Tragic zwar drowning in Conwell Spring. In early morning on Sunday the am 14th, a teenage girl 17., found dead 14. bla near Conwell. bla. The Die girl is wurde da survived by her aufgefunden. Die mother, Mutter, ihr father, and younger Vater. brother. The funeral service will be held at Conwell Die Beerdigung wird am Cemetery. 1. auf dem The Conwell, notice ja is dated gut. July 15th, 1975. Gut, der kleine It's Schlüssel. a small key, fairly modern design. No identifying tag, unfortunately. Gut, also der kleine Schlüssel, bla 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 bla. Die Kassette, die könnten wir dann rein theoretisch kombinieren mit Diktiergerät. Ah, gut. Und anhören. You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, I hope to see you soon. All the best. Bye. You people make me sick. We're never coming back. Don't call, don't write. If you ever try to contact us, I will call the police. Das war bestimmt Katies Mutter. Joseph, you there? It's me, Cocky. It happened to me too. And I'm not going to tell any of those bastards. They got it all wrong. You're the only one I trust now. Just call me back as soon as you can. I wonder who this Cocky is. Okay. Ja gut, also da werden wir ja wohl Oma befragen können. Aber ich habe da schon wieder so eine Vermutung. Air Force Base, geheime Experimente an Soldaten und so weiter und so fort. Kennt mich ja. Ich habe immer so Spinnereien. Dann haben wir noch das überbelichtete Bild. Da werden wir bestimmt auch noch irgendwas mit anfangen können. Der Zeitungsausschnitt wird uns wohl auf den Friedhof bringen. Und die anderen Notizen höchstwahrscheinlich zu Oma. Och, machen wir dich mal zu. So, was Neues haben wir hier eigentlich nicht. Gehe ich aber jetzt mal nicht von aus. Diagramm, bla 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 bla. Der Teddybär. Mr. Bear! Oh, how did you get all the way up there? Good idea. You just keep watch. I'll do the searching. Weil ich den Spruch so cool finde, musste ich ihn jetzt nochmal hören. Puha, ich hätte nicht gedacht, dass ich den Koffer aufkriege. Gut, dann gehen wir mal zu Oma. Oh, hello, dear. Oh, hello Oma. Du, ich hock mich mal noch ein bisschen zu dir zum Tee Mind if we talk for a trinken. bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Also da wäre so einiges. Also gehen wir erstmal auf die McConnell Base. Can you tell me anything about McConnell Air Force Base? It's not very far from Conwell Springs. Joseph was stationed there for some time during the war. I believe they're still training young pilots there today. So, when did Grandpa enlist in the Air Force? Oh, it was barely past the honeymoon when Joseph left to fight in that terrible war, together with his best friend Charles and my brother Andrew.
Those were nerve-wracking years. I was so worried I thought I would burst. Every short visit from Joseph was a joy, but he kept going back to the front, to my great dismay. When I told Joseph about being pregnant with your father, he finally realized that enough was enough. He had done his duty. Shortly thereafter, he returned to a quiet farmer's life in this very house, helping your great-grandfather with the crops, until he passed. Okay, Cookie ist dann eventuell sogar sein Kollege. Dann fragen wir Oma erstmal über das ertrunkene Mädchen. Do you know anything about a young girl drowning around here? Oh, yes. Was the saddest thing. She was only 16. We never really knew the family. They preferred to keep to themselves. Do you remember the name of the girl or her family? I'm awfully sorry, dear. I just can't recall. That's okay, Grandma. I was just wondering why Grandpa would have wanted to save this. Joseph was always affected by the tragedy of others. Perhaps he wanted to do something for the family. In any case, he didn't speak to me about it. Okay, dann werden wir den Namen des ertrunkenen Mädchens erst erfahren, wenn wir auf dem Friedhof waren, glaube ich. Also ich denke, wir haben ja den Zeitungsausschnitt mit dem Todestag und dann werden wir eventuell auch den Namen Does the nickname herausfinden. Cocky mean anything to you? Sounds vaguely familiar. It reminds me of the aviator call signs Joseph and his friends gave one another. Joseph was vigilante. I can't count the number of times he got into trouble for breaking the rules. To this day, I have no idea how he always managed to land on his feet. Must be hereditary, given the things I've gotten away with. Every time I wake up, I am genuinely surprised that I'm not in jail. I'm sure it's not that bad, dear. But to get back to the subject, you don't have any idea of who this Cocky is? I'm afraid not, but the Air Force might be a good place to start. Gut, damit hätten wir dann schon mal... Ja gut, da brauchen wir Oma ja jetzt nicht nochmal fragen, ob das ein Rufzeichen ist. Hat Oma ja jetzt beantwortet, aber ich denke, wir haben jetzt eventuell sogar einen neuen Platz, zu dem wir fahren könnten. I don't see a Trotzdem reason to ask her about that. fragen wir mal. Aha. Ja, sehe ich nämlich auch so. Belichtetes Bild, kleine Schlüssel. Do you recognize this key, Grandma? I found it in the attic. I'm afraid not, dear. Gut, dann zeigen wir das über das kleine... Do you know anything about this story, Grandma? Not much, dear. It was the saddest. We Ja, never das ist ja really dann knew the dasselbe, family. dass die They 16 Jahre preferred to alt keep to war, themselves. Do you remember their name? dass sie sich nicht an den I'm Namen awfully erinnern sorry, kann. dear. That's quite all right, Grandma. Joseph Gut. was always deeply affected. In any Ja. case, he didn't speak to me about Okay. Gut, der hat also nie seiner Familie irgendwas erzählt über irgendwelche Sachen. Look at this photo I found in the locked briefcase. Goodness. I haven't seen that picture in years. Das wurde aufgenommen, als Joseph in der McConnell Air Force Base stationiert war. Das hier, ganz links, ist er. What about the other two? I don't remember the name of the smiling man in the back. The gentleman on the right was Joseph's best friend, Charles Wade. Mhm. Haben wir also noch einen Namen dazu bekommen. Dann schauen wir mal, ob Omas kaputte Augen etwas bei dem überbelichteten Bild sehen. Grams, can you tell me anything about this picture? It looks awfully bright. Perhaps something was wrong with the camera. Yeah, maybe. I should try to figure something out tomorrow at the university. Aha. Charles Wade, können wir jetzt auf einmal Oma... What can you tell me about Charles Wade? Well, I do know he has made quite a name for himself since he and Joseph went to war together. Apparently, he came up with some brilliant piece of engineering for the airplanes. They use it everywhere now. Any idea how to get in touch with him? I'm afraid not, dear. I haven't seen him for years. He and Joseph grew apart before you were born. Any particular reason for that? Oh, not that I know of. Mhm, mhm.
Also hat er höchstwahrscheinlich, ja, irgendwas erfunden, was dann im Endeffekt bei Leuten wie Cocky, ja, höchstwahrscheinlich, weil Charles Wade ist nicht Cocky. Das habe ich zwar erst gedacht, aber das wird wohl nicht so sein. Bei Cocky und bei Opa irgendwelche Brain-Tickets ausgelöst hat. Ja, gut, wir haben eigentlich alles durch bei Oma. Glaube ich. Ne? Ja, Bild, Schlüssel, wissen wir nicht, wofür er ist. Ja, wir hatten hier aber auch, glaube ich, nichts Abgeschlossenes. Ne? Bye, Grandma. Gut. I'll be back later. So long. Dann schauen wir uns doch erstmal an. A robust piece of wooden furniture. Wooden Furniture. Dann schauen wir uns doch erstmal an, ob wir ein neues Ziel haben. Und sie hat ja schon erwähnt, dass wir auch zur Uni zurückkommen. Telefon. Doch, komm, wir gucken mal nach These should come in Charles handy when I Wade. need to make calls. Was? Telefonbuch. So, nicht anschauen, auch nicht drüber nachdenken, sondern im Telefonbuch suchen und zwar nach Charles Wade. Damn, no Charles Wade in here. Was worth a shot, but being rich and famous and all, I guess he's got a hidden number. Ach No ja, stimmt hit ja. for Wade Industries either, but it was kind of a long shot for them to have an office in this small county anyway. I should try to get a hold of him some other way. Werden wir machen. Nah, Cocky. nothing like that in here. Ja, wird wohl auch nicht da drin stehen. War ja nur ein Versuch, Mensch, Cuddy. Jetzt bist du nicht mehr direkt so angepisst. Gut, wir schauen einfach mal, ob wir vielleicht ein neues Ziel haben. Auf unserer Motorradreise im Regen. Nee, das sieht nicht so aus. Gut, dann würde ich sagen, wir fahren auf den Friedhof. Schauen noch mal kurz in den Zeitungsartikel von wegen Sterbedatum. Und dann klicken wir hier mal die komischen Grabsteine durch. Grabsteine. Come on, Katie. Pam. Tragic drowning in early morning on Sunday the 14th. A teenage 14.. girl is survived by her mother, father, and younger. The notice is dated. 20. Entschuldigung, noch einmal. Na, komm. Tragic in early morning on Sunday the 14th. A teenage girl found dead near Conwell Lake. The girl is survived by her mother, father, and younger brother. The funeral service will be held at Conwell Cemetery on the 21st of July. The notice is dated Also am July 14. 15th, 1975. Am 14. Juli 75. Und wir können hier noch... Achso. Ja. Können hier noch gar keine Grabsteine beobachten. Wenn ich hier hinklicke, geht es natürlich nur raus. Ich versuche mal hier ganz rüber zu gehen. Nein. Cuddy, lass das sein. Zurück zum Friedhof. Ach Mensch. 14. Juli 75. Komm, Baby. Nochmal auf den Friedhof. Ja, aber das kann man auch nicht abkürzen, dass jetzt husch hier ist. 14. Juli 75. So. Grabstein. Ah. Nein. Oh, ich habe falsch geguckt. Also noch einmal von vorne. 13.05. Das müsste ja dann der 14.07. sein. Auch nicht. Here is another gravestone. Immer noch kein 14.07.
Alright, this is the right date. Looks like Da her haben name wir's. was Lily Myers. I should try to get a hold of her family. Das ist aber schön gemacht, dass sie dann die Namen ersetzt. Ah, was ist denn I wonder what hier? that kid is doing here all alone. Ja, und das im Regen und das ohne Jacke und ohne Regenschirm. Der Junge wird sich doch noch erkälten. So, den A gucken wir uns little jetzt boy. erstmal an. Maybe 5 or 6 years old. Und jetzt versuchen wir mal mit dem zu quatschen. Hey, kid. Hi yourself. What are you doing? None of your business. I like you, kid. You're not here alone, right? Where's your mom? Oh, she's around. I don't see her. You must be blind or something. I'll go look for your mom, okay? Don't go anywhere. Whatever. Wo soll ich denn jetzt bitte schön seine Mutter finden? The grave is brimming with flowers. I'm gonna find out what happened to you, Grandpa. I promise. Elizabeth Parker. No reason to go in there. Ja, ich dachte, eventuell hätten wir jetzt so den kleinen Schlüssel dafür. Aber das hat wohl nichts damit zu tun. Gut, dann quatschen wir jetzt nochmal mit dem kleinen Jungen, weil das regnet ja immer mehr. Der muss nach Hause gehen. Ja, aber wo willst du denn bitte schön seine Mutter finden? Die ist ja gar nicht hier. Meinst du, die liegt hier begraben? Oder ich meine das. Aber David wird Eleanor. Benjamin. Nope. Die Grabsteine kann ich nicht anklicken und wenn ich hier rüber klicke, geht Kathy nach Hause. Wie soll ich denn bitte schön seine Mutter finden? Also, hier ist doch niemand. Kid? Guess he found his mom. Ja, sehr seltsam, Katie. Findest du das nicht auch seltsam, Katie? Gut, hier weiter rüber kann ich auch nicht. Das heißt also, wir müssten jetzt erstmal irgendwo hinschuggeln, wo wir ein Telefonbuch haben, in dem wir dann die Familie von Lily Myers ausfindig machen könnten, eventuell. Ja, natürlich fragt man sich dann auch wieder, was hat die jetzt mit Opa zu tun und überhaupt mit all diesen komischen Sachen? Zack. Nicht anschauen, sondern Telefonbuch verwenden. She's been dead for 2 decades. I could try to find someone in her family, but I'll need a full name. Ja, wie? Es ist doch Lily Myers. She's been dead for 2 decades. I could try to... Das ist aber blöd. Alright, got it. Damn. Charles Wade No findet Charles, sie auch no nicht. Und die Hitfish. reichen haben Try to get- Geheimnummer, die haben kein Büro. Okay. She's been dead for 2 decades. Die kriegen wir nicht. I got that number. Ja, die Nummer hast du schon, das ist schön. So. Wenn ich jetzt aber... kombinieren mit I don't think Telefon. anything... Ich frage mich gerade, wie komme ich denn jetzt, bitte schön, an die Nummer der Basis? Pass auf, wir rufen erstmal im Wohnheim an. Ob da jemand dran geht. Vielleicht gehen wir ja selber dran. Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? Das ist natürlich auch cool. I don't need to ask her about that.
I don't need to ask her about that. I don't need to ask her about that. Oh, jetzt aber mal. I'm trying to find this guy, but all I have is his nickname, Cocky. Well, what do you know about the guy? Not much. I think he was in the Air Force and served with Grandpa. Maybe you could try to find somebody in the Air Force who knew him then? Yeah, that might be worth a shot. Na, das hat ja jetzt noch nicht so viel gebracht. Komm, jetzt setz mal die Kleine auf I'm Charles trying to Wade an. contact Charles Wade. You know, the industrialist? Wow, really? Why? It's complicated, but he knew Grandpa back in the day. They went to war together. Huh. Must be super hard to get in touch with a person like that. Yeah, I'm finding that out. Maybe you could ask someone in the Air Force if he used to serve with Oh, your schon granddad. I wieder. mean. Yeah, could be worth a shot. Aber gut, dass wir wenigstens schon mal solche Okay, Hinweise haben. gotta go. Talk to you later. Bye, Kathy. Telefon nehmen. Jetzt rufen wir einfach mal in der McConnell Base an. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi, I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. Die haben wenig zu tun, wa? Wir fragen mal über Cock. Do you recognize the aviator call sign, Cocky? Afraid not, ma'am. I know all the call signs here, and I'm positive it's not one of them. This isn't current, though. It might have been used as early as World War II. Oh, that's unfortunate. We don't keep any official records of call signs. The only option I can think of is to get a hold of somebody who was around back then. Any suggestions? The only person I can think of who is still alive is Charles Wade. All right, thanks. My pleasure, ma'am. Anything else I can help you with? Ja, versuchen wir das doch mal. Komm, zack. Do you know anything about what happened to Joseph Rain in 81? I know that he was no longer stationed here at the base at that time. He'd left the Air Force decades earlier. But as a Conwell Springs citizen, sure, I've heard the rumors just like everybody else. How he was found by the sheriff all messed up, walking out of the woods with some kind of unexplained brain damage. Any theory as to what he was doing out there? I'm afraid not, ma'am. But I'm positive that it had nothing to do with this base or our operations here. Ja, natürlich Okay, nicht. what can you tell me about his service at McConnell? Well, Joseph Rain is a legend around here. His pile of medals weighs more than my car. I was fortunate enough to meet him before he suffered his injury, and I must say, what an inspiring man. I'm positive that he would have made general if he'd stuck around. Any idea of why he quit? He looks so happy in the pictures from the war. Oh, your family, ma'am? Granddaughter. Well, then I'm sorry for your loss. I heard about his recent passing. Appreciate it, buddy. So, about him quitting. I shouldn't speak ill of the dead, but some say the war broke him. PTSD. Me? I don't think so. When I met him, he had this aura about him, like he wasn't afraid of anything. Maybe it was just guilt. He ended a lot of lives, but that's just me speculating. Gotcha. Thanks for the thoughts. Also angeblich hat er wohl Stresssyndrom gehabt, aber naja, das... I don't see a reason to ask him about that. Das bezweifelt ja sogar der Herr am Telefon, Charles Wade. I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you happen to know how to reach him? I'm sorry, ma'am, but Charles Wade is a public figure. He has explicitly asked us not to provide his contact details to anyone. Is there any way you can make an exception? I really need to talk to Mr. Wade. No can do. I can't really help you out unless you have some sort of official business. Komm, wir gehen mal vor den Kopf. Ja, wir haben doch eben schon gesagt, wir wären die Enkelin. Also, diskutieren. But Komm. what if it was a matter of life and death? Ma'am, if you're in a life-threatening situation, I suggest you call 911. Okay, dann All danke. right, that's all. Goodbye, ma'am. Ja, jetzt sind natürlich die Fragen groß. Die Fragen groß. Wir müssen natürlich diesen komischen Wade auswendig machen und überhaupt vielleicht nochmal ein kleines Interview mit Oma, weil wir haben ja jetzt den Originalnamen. Wir haben nur noch nicht den vollständigen Namen von Lily Myers. Oh, hello, dear. Hello, Grandma. Let's talk about Lily. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind?
I found out that the drowned girl's name was Lily Myers. Ring a bell? Oh, Ring a yes. bell. Oh, how could I forget? Sue, Jack, and their children, Lily and Nathan. Do they still live around here? Mother and son do. I see them in town from time to time. They live somewhere near the lake. But not the father. Jack, was it? No. He disappeared not long after Lily took her own life. Whoa, she killed herself. That's news to me. Oh, that girl had been troubled for years. Truman made an official statement later. It was no accident. I see. Do you know how I can reach the family? Not really, dear. Like I said, they tend to keep to themselves. Die Myers Family. Damit müssten wir dann wieder eigentlich mal zum Telefonbuch wandern. Der Vater hat sich also auch das Leben genommen. War er vielleicht auch Soldat auf der Air Force Base? War der kleine Junge vielleicht der Sohn, der mit seiner Mutter hier noch lebt? I don't see a reason to ask her about that. Bye, Grandma. I'll be back later. Das sind So long. alles so Fragen, die wir uns dann in der nächsten Folge nochmal stellen. Ihr Lieben, spannend, oder? Also so langsam kommt es in Fahrt, auch wenn es so ein bisschen hakelig ist und so, aber mir gefällt's. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl. In diesem Sinne, euer John Difool. Und tschüss.